Wir werden ständig bombardiert mit Bildern und wir sehen es als unsere Aufgabe an, mit diesem Material, das da ständig auf uns einträgt, zu operieren und das zu benutzen. Gemeinsam bilden wir Mundtjan Rosenblum. Das ist eigentlich eine eigene Persona, die wir geschaffen haben, die es uns ermöglicht, hinter die Werke zurückzutreten und nicht jetzt als einzelne Individuen in Erscheinung zu treten. Und das macht auch das Spezifische unserer Praxis aus, dass wir einen wiedererkennbaren Stil entwickelt haben, der aber wirklich vierhändig ist und von 2 Personen geschaffen wird. Die Auswahl der Arbeiten fügt sich in den generellen Ansatz der Ausstellung ein, der fokussiert ist auf Hintergründe, Darstellungen, die einen urbanen Kontext bieten. Aber das insgesamt bei uns die Hintergründe sind nicht wirklich definierbare Orte. Also das sind Nichtsorte und die eigentlich kann man sie nicht lokalisieren. Und das ist, man kann schon fast reden über Archetyp von Orte. Was uns sehr wichtig ist, jeder Form vom Anekdotischen oder Genrehaften zu entkommen. Auch dieses überdeutlich Narrative der Geste, die verbunden wäre mit dem anekdotischen, Genrehaften, Lokalisierbaren, dass das eben nicht in eine eindeutige narrative Struktur verfällt, obwohl wir ständig arbeiten mit narrativen Gesten. Deshalb suchen wir auch bestimmte Sujets. Das geht vor allem um das, dass wir die immer total neu konstruieren. Das ist immer von mehreren Photoshop-Pfeile zusammengebracht von verschiedenen Wellen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit passiert in Computer, wo Bilder von unseren Archiven nehmen und probieren sie zusammenzustellen zu einer Gesamtkomposition. Um wirklich so eine große Gruppenkomposition, die uns vorschwebt, an Gesten und Ausdrucksstärke zu erreichen, ist das Beste oft zu kombinieren. Die beste Mischung ist wirklich spontane Street-Shots, Gesten und dann halt etwas, das wir im Studio erarbeitet haben mit den Darstellern. Am Anfang war für uns sehr wichtig, dass das alles eher sehr flach und eher pastellig aussieht. Und wir sind langsam mehr in Richtung hell-dunkel reingekommen und haben probiert mit Oil sehr vieles. Und dann haben wir probiert verschiedene Mischtechniks. Und bis wir plötzlich auf diese Idee kamen, dass wir auch Pastelle benutzen können. Da das Pulver ist, bricht das Licht viel, viel stärker drauf und das Weiß wirkt viel, viel, viel illuminierter als bei jeder anderen Technik. Was die Malerei am meisten kann, ist diese Hell und Dunkel, dass wir wirklich ein sehr spezifisches Licht entwickeln in dem Bild drinnen. Dass dann die Bilder, wenn sie richtig beleuchtet sind, dass sie dann wirklich diesen Screen-Bildschirmeffekt und diesen von innen illuminierten Effekt haben. Was uns wirklich interessiert, ist diese menschliche Pathos, diese Gesten. Wir wollen die Emotionen des Pathos funktionstüchtig erhalten, aber nicht in einer naiven Form, wo jede Geste sofort verfällt in eine eindeutige Botschaft. Wir verstehen Pathos mehr im Sinne von Aby Warburg, der daran geglaubt hat, dass es eine fast universelle, von Einschränkungen unabhängige Form des pathetischen Ausdrucks gibt, die sich eben fast global quer durch die Kulturen zieht. Und wir versuchen immer eine zeitgenössische Pathossprache, den Betrachter zu berühren. Diese Video ist eigentlich eine Fortsetzung von einer Performance, die wir auch schon gemacht haben. Was uns dann fasziniert hat, immer an diese Parcoursläufer, ist, dass sie eigentlich eine Kunstform entwickelt haben, weil wir komplett absurde Wege sich imaginieren und dann probieren wirklich nur in diese Wege sich zu bewegen. Und das sind sehr, sehr strenge Regeln, die eigentlich gar keinen Sinn hat, außer Schönheit. Everything living have always in them living, repeating with a little changing, just enough to make of each an individual being, to make of each repeating an individual thing. Die Textzitate, die man hört, sind aus Gertrude Steins Magnum Opus, The Making of Americans. Da schien uns eben diese fast musikalisch repetitive Struktur des Textes perfekt geeignet für die dargestellten Parcoursbewegungen.
Aber natürlich geht es um die Gesellschaft, wie sich Menschen einschreiben in die weiteren gesellschaftlichen Gegebenheiten, Verbindungen und neue Verbindungen machen. Identität ist einer der Grundkonstanten. Ist vielleicht überhaupt die geheime Klammer, die das Werk zusammenhält. Diese Arbeit von Vermeer ist eindeutig mit Hilfe von optischen Instrumenten entstanden, die eindeutig auf fotografische, obwohl es das damals noch nicht gab, auf dieses fotografische Element referiert, aber gleichzeitig in diesem ganz engen Korsett eine unglaubliche malerische Freiheit entwickelt. Darum erscheint das Bild uns ideal geeignet, um diesen scheinbaren Widerspruch sozusagen, als ob je näher das der Fotografie ist, desto geringer wird die malerische Freiheit, eben überhaupt nicht stimmt, sogar im Gegenteil. Es nimmt nichts weg. Für uns steigert es die Qualität der Malerei. Diese Meerszene von Achenbach verkörpert für uns ein Höchstmaß an Pathos und Emotionalität, etwas, das wir auch versuchen zu erreichen, aber wir versuchen es mit der Darstellung der menschlichen Figur zu erreichen. Und es ist äußerst beeindruckend, dass es Achenbach gelingt, in einem sogenannten reinen Landschaftsbild mit einer klassischen Landschaftskomposition diese unglaubliche Intensitätsstufe zu erlangen. Das reizt uns auch, sozusagen eine Gegenläufigkeit zu bilden. Also gerade weil dieses auf junge Menschen, auf den jungen Körper fixierte visuelle Material, das einem da ständig geboten wird, interessiert uns die Gegenläufigkeit, das fast das Gegenteil zu formulieren, das andere abzubilden, das, was verdrängt wird in dieser Bilderflut. Und das ist unsere eigene Fragilität, die Vergänglichkeit, der Tod eigentlich und so ein beständiges Memento mori.